Hallo, schön, dass du da bist. Ich heiße Elena Büchel, du bist bei mir im Atelier. Ich dachte, es ist ein schöner Tag heute, um ein neues Gemälde anzufangen und habe mir Tapete zurechtgeschnitten. Und dann dachte ich mir, okay, wie möchte ich beginnen? Hier siehst du meinen großen Haufen. Ich nenne diesen Haufen meinen Inspirationshaufen. Ich griff nach den ersten Sachen, die oben drauf lagen und habe festgestellt, ich möchte ein wenig aufräumen, damit ich sehe, was da sonst überhaupt drin ist. Ich wusste es nämlich nicht mehr. Und nun habe ich begonnen, ganz spontan, so wie ich eben bin, alles aufzuräumen. Ich habe also die ganzen Sachen, die da in den Kisten drin sind, nach und nach herausgeholt und auf verschiedene Stapel sortiert. Beschriftete Papiere und unbeschriftete Papiere und alte Bilder, die ich noch aus der Schule mitgebracht hatte. Aus der Schule, es ist nicht meine Schulzeit, aber Schulzeit, wo ich in der Schule gearbeitet habe. Das sind nämlich die Bilder von den Kids, die bei uns an der Malwand gemalt haben, auch intuitiv übrigens. Und wollten diese Bilder nicht mitnehmen. Die sind damals in der Schule geblieben und irgendwann sollten die weggeworfen werden. Ich habe sie aber nicht weggeworfen, sondern mitgenommen. Und ab und zu hole ich sie raus und verwende sie in meinen Gemälden. Wie auch heute habe ich mir etwas herausgesucht und beiseite gelegt. Schau, so sieht das jetzt aus. Ich habe die ganzen Kisten aus der Ecke raus. Die waren früher übereinander gestapelt, jetzt sind sie alle nebeneinander. Ein Teil der Sachen habe ich weggeworfen. Ich wusste nämlich überhaupt nicht mehr, was da alles drin ist. Jetzt habe ich sie alles sortiert und das hier, diese Farbe, wow, das hat mich gerade voll gepackt. Und ich denke, ich werde mit diesen Papieren anfangen. Und dann sehen wir, wie sich das Bild entwickelt. Als ich angefangen habe, die Papiere zu kleben, ist mir aufgefallen, dass die Farbe sich wieder löste. Also war das keine Acrylfarbe, sondern etwas Wasserlösliches. Und das hat mir diese Möglichkeit gegeben, damit zu spielen, solche Muster zu erzeugen, was mir sehr gut gefallen hat. Das ist jetzt das andere Stück Papier und hier habe ich auch das Stück abgezogen, um zu gucken, ob die Farbe sich löst. Und ja, sie löst sich auch, anders als bei den anderen Papieren. Aber umso schöner sind diese unterschiedlichen Effekte. Ich habe ein bisschen mehr damit gespielt und ja, es hat mir gut gefallen und das bleibt. Das ist meine nächste Idee. Ich möchte gerne mit Sprühfarben arbeiten und habe mir 2 verschiedene Töne ausgesucht. Wie du siehst, bin ich kreativ. Meine Düse in der Flasche war nämlich verstopft. Ich wollte aber noch mehr Farbe auf meinem Bild haben und deswegen habe ich die Flasche aufgedreht und mit diesem Schlauch von dem Zerstäuber die Farbe aufgetragen und dann mit den Fingern verrieben. Also du siehst, kreativ sein lohnt sich, weil man ärgert sich nicht, dass etwas nicht funktioniert, sondern
Man passt sich an und macht das Beste daraus. Und solange du mir zuschaust, möchte ich mit dir ein paar Gedanken teilen, weil ich immer wieder darauf angesprochen werde, wie schaffe ich es, diesen ersten Schritt zu machen in das Unbekannte. Es fällt sehr vielen Menschen schwer, diesen Schritt zu gehen. Sie denken, dass sie noch nicht genug gelernt haben oder sie denken, dass sie keine Fähigkeiten dafür haben, kein Talent oder sie denken, dass sie das nicht schaffen, was sie sich vornehmen und dann werden sie enttäuscht und sie fangen gar nicht an. Und ich dachte, ich teile mit dir ein paar Tipps, um dir diesen Einstieg in das Kreative zu erleichtern. Für mich bedeutet intuitives Malen Freiheit. Es gibt keine Regeln, keine Perfektion, keine Erwartungen. Nur mich oder dich, die Farben und den Moment. Ich weiß, dass es am Anfang manchmal herausfordernd sein kann. Und deswegen Tipp Nummer 1, vergiss das Ergebnis. Male nicht, um ein schönes Bild zu erschaffen, sondern dich selbst zu entdecken. Das soll dein Ziel sein. Zu spielen und den Weg zu sich selbst zu finden, dazu, was du fühlst, dazu, was dich bewegt. Und du entdeckst dabei deine inneren Hemmungen, deine Ängste und begegnest diesen Ängsten. Und wenn du dann anschließend malst, kannst du all das loslassen. Nächster Tipp: Spiele mit den Materialien. Nimm dir verschiedene Farben, Pinsel, Spachteln oder sogar deine Hände. Das mache ich auch oft. Erlaube dir, Texturen zu erkunden, mit Wasser zu experimentieren oder Schichten übereinander aufzutragen. Der nächste Tipp: Folge deinen Impulsen. Welche Farbe zum Beispiel spricht dich an? Wo möchtest du sie auftragen? Spüre in dich hinein und erlaube dir, spontan zu sein. Dein Körper, deine Hand, weiß oft intuitiv, was er ausdrücken möchte. Nächster Tipp: Nutze deine Emotionen als Antrieb. Ob Freude, Wut oder Melancholie, bring deine Gefühle auf die Leinwand. Sie sind dein innerer Kompass und führen dich zu einer authentischen Ausdrucksweise. Male, ohne zu bewerten, das ist mein letzter Tipp. Es gibt kein richtig oder falsch. Wenn du dich dabei ertappst, wie du dein Werk kritisierst, halte kurz inne, atme durch und erinnere dich, es geht um den Prozess und nicht um Perfektion.
Wow, ich muss sagen, als ich fertig war und mich dahingesetzt habe, mir das Bild angeschaut habe, dann hatte ich Gänsehaut. Was ich da sah, ist genau der Spiegel dessen, was gerade in meinem Leben passiert. Ich sehe hier eine Frau, die ein schmerzverzerrtes Gesicht hat. Sie ringt nach Fassung und ist entsetzt. Und ich glaube, sie sucht nach einer Lösung.
Der Hund, der eine menschliche Hand hat und in dieser Hand hält er einen Knochen. Der könnte darauf hindeuten, dass es Personen gibt, die Besitzansprüche oder den Versuch, etwas zu kontrollieren haben. Vielleicht für die Menschen, die vorgeben, treu zu sein, aber ihre eigenen Interessen verfolgen. Dann gibt es hier einen Fisch, der scharfe Zähne hat. Es ist ein Symbol für Gier, Täuschung oder die unersättliche Natur von Intrigen. Vielleicht für diejenigen, die aus der Situation Profit schlagen wollen. Diese Person hier mit der Angel, sie könnte darauf hindeuten, dass es um Manipulation geht, um jemand, der bewusst Fäden zieht, mit Ködern lockt, um andere zu lenken oder für eigene Zwecke auszunutzen. Hier im Zentrum ist es bunt und leuchtend und das gibt mir Hoffnung, dass das Herzblut lebendig und kraftvoll bleibt und niemand wird dieses Licht trüben können. In diesem Sinne wünsche ich dir eine erfüllte Woche und freue mich sehr auf deinen Kommentar, darauf, was du hier siehst. Ich habe das von mir aus interpretiert und das trifft für mich zu. Aber es könnte natürlich sein, dass du etwas ganz anderes hier siehst. Schreibe mir gerne. Ich freue mich riesig auf deinen Kommentar. Und nicht vergessen am Ende, das ist auch wichtig, mein kreatives Retreat, das im Oktober ansteht. Ich setze dir den Link dazu in die Beschreibung des Videos. Du kannst dir das alles durchlesen und gerne auch buchen. Ich habe nur noch 4 Plätze frei. Deswegen zögere nicht, buche, gönne dir etwas Wundervolles, etwas Einmaliges. Wer weiß, ob ich das nochmal anbiete. Bis nächste Woche. Pass auf dich auf und bleib kreativ.